Hallo, meine lieben Agenten da draußen. Schön, dass ihr wieder den Weg zu mir auf meinem Kanal gefunden habt. By the way, ein bisschen Werbung für meinen Kanal. Ja, lasst mir einfach ein Abo da, einfach Kommentare da lassen unter mein neues Video. Ich habe jetzt lange nichts gemacht, ich weiß, shame on me. Aber es hat auch seinen Grund. Erstens war ich nicht so häufig in Division unterwegs und zweitens es gab nicht so viel Set-Vielfalt. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Nachschub gesorgt. Bedeutet für euch, ihr werdet jetzt in den nächsten Tagen noch ein paar andere Builds von mir sehen. Natürlich ist es immer exotisch. Ihr wisst, wie ich meine Builds baue. Für die, die schon länger meinen Kanal betreuen oder beziehungsweise verfolgen, wisst ihr, dass ich halt ja, die Augenklappen, die Scheuklappen links, rechts immer offen habe, mich halt immer wieder so ein bisschen umschaue, was kann man halt speziell noch in Division für Set-Vielfalt machen. Und jetzt habe ich wieder was Neues für euch, ein Bonbon sozusagen. Es ist der Striker 2.0. Ja, ich habe den auch auf Rot gespielt. Sehr, sehr geil. Aber ich habe den jetzt natürlich exklusiv für euch auch auf Gelb gebaut. Sehr schwierig, das Unterfangen, das Set auf Gelb zu bauen. Ich zeige es euch im Detail. Also, wir spielen auf der Basis vom Techniker hier. Und warum ich den Techniker genommen habe, ganz einfach. Wir kriegen einen Fertigkeitenrang plus 1. Das heißt, ihr könnt da eine andere Farbe nehmen, rot oder blau. Also rot für mehr Damage, blau oder so, dass man halt mehr tankiger unterwegs ist. Ja, das ist jetzt so der Weg für mich gewesen, für dieses Bild. Aber ja, ihr könnt natürlich auch hier Übertaktung haben, 10% mehr Fertigkeitenschaden. Ne? Also 2 Punkte, die mich dazu ja, bewegt haben, die Spezialisierung Techniker zu nehmen. Und man kann natürlich auch, by the way, wenn man halt mit Randoms läuft, auch Werkmeister aktivieren. Ja, wenn man jetzt merkt, okay, das Team hat jetzt nicht so viel Damage, dann einfach Werkmeister mitnehmen, aufbauen, dann werden halt alle ein bisschen stärker. So, das so fürs Gruppenplay. Kommen wir jetzt aber zum Bild, warum ich dieses Bild gebaut habe. Erstens natürlich ist es ausgefallen, das Set, ne? Ein ausgefallenes Setup. Und ich habe mir überlegt halt, was kann man noch mit dem Striker machen. Und dann habe ich gesagt, okay, bau den mal auf Gelb. Und ich muss euch sagen, insane. Insane, 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 insane. Es macht richtig Laune. Es ist ein Spaß-Setup. Man kann das auch mit Random spielen. Ihr wisst, ich baue meine Sets meistens so, wenn man mit Random spielt. Aber man kann es durchaus mit Freunden oder mit Clanleuten, mit Kumpels zusammen zocken. Das geht natürlich auch, by the way. Aber hauptsächlich ist es gebaut worden für Random-Zockerei. Ne? So, der Turm gibt mir 106.000 Periode Schaden und die Drohne 66.000 Periode. Nach oben natürlich. Hat dem Schuldigkeit zu tun, dass ich halt noch nicht auf Max Rank alles gemacht habe. Ihr seht's, die Knie sind noch nicht Max, die Handschuhe sind noch nicht Max, Rucksack ist nicht Max, ne? Brust ist nicht Max. Das Einzige, was Max ist, tatsächlich mein Holster und ein bisschen halt meine Maske. Bei der Maske ist noch Statuseffekt zu sehen, ist aber nicht so wichtig. Könnt ihr umrollen, wegrollen. Ich habe das jetzt erstmal so gelassen, weil es so gedroppt ist. Hab den auch so genommen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich den auf Rot lassen möchte oder auf Blau rolle. Weil auf Gelb macht das ja keinen Sinn. Und das ist übrigens die erste Variante von dem Striker, den ich gebaut habe. Die zweite Variante wird auch kommen. Da wird die Brust anders sein und der Rucksack. Ja, das wird dann halt ein anderes Setup sein. Wir haben jetzt als Hauptbewaffnung die Scorpio, die exotische Schrotflinte. Und die Zweitbewaffnung ist die M4 Polizeiversion. Leute, ich kann euch sagen, die M4 Polizeiversion ist genau das richtige Ding für dieses Setup. Ihr könnt natürlich auch die andere Variante spielen. Das wäre dann natürlich mit Kondensator. Das könnt ihr auch natürlich machen. Aber ich habe mich jetzt entschieden, etwas safer zu spielen. Weil wenn Kondensator dabei ist, ist dann natürlich die Scorpio nicht dabei. Ja, muss man wissen. Und deswegen habe ich gesagt, Scorpio kann ich halt besser die Leute von mir fernhalten beziehungsweise stoppen. Also beziehungsweise in dem Fall die
NPCs. Auf der M4 habe ich synchronisiert drauf. Ja, ihr wisst, was das für ein Talent ist. Ansonsten kurz auf Pause drücken und lesen. Ist halt genau das Richtige für dieses Setup. Und natürlich die Pistole haben wir dann auch synchronisiert drauf. Falls mal ein Random Team Only Pistol arbeitet, dann sind wir da gut gewappnet und bringen trotzdem unsere Power rein. Ja, wie gesagt, das Bild macht Spaß. Die Granate habe ich jetzt mal so gelassen, EMP-Granate. Ihr könnt aber auch eine andere Granate reinmachen, eine normale. Das ist also, kommt auf euch an. Ja, und ihr wisst ja, wie ich arbeite. Ich arbeite immer ungeschnittenes Material, wenn ich euch etwas zeige. Das heißt, wir werden jetzt random in eine Random-Gruppe reingehen und dann zeige ich euch halt, wie das Setup arbeitet. Also ich kann euch nur sagen, probiert die M4 aus mit synchronisiert. Natürlich muss das Set dafür passen, weil dann muss man halt als Techniker unterwegs sein. Das geht wirklich gut ab. Könnt ihr dann halt gleich sehen. So, dann wollen wir mal auch. Achso, falls ihr Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Ja, ich weiß, der eine oder andere ist ein Excel-Tabellengänger. Das bin ich nicht, Leute. Bei mir geht es um Komfort, um Spaß und nicht immer um Effizienz. Effizienz ist immer wichtig, wenn man halt tatsächlich in Raids unterwegs ist oder halt Team-Speedruns macht, wie zum Beispiel Legendärlauf etc. Dann ist natürlich Effizienz wichtig. Aber nicht, wenn man jetzt so tägliches Arbeiten macht und man möchte Setvielfalt haben. Mal Set wechseln. Ich habe jetzt Lust, mal so zu spielen, dies, das, ja. So, wir sind hier schon angekommen. Relativ 2 neue Agents dabei. Und die arbeiten tatsächlich auch mit Direktiven. Ihr seht's. Und wie gesagt, ist ungeschnittenes Material. Ich bin random reingegangen. Und sehr viele neue Agents sind dabei, ne? Das kann ich euch sagen. Muss erstmal warm werden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier rausgeholt oder reingeholt werde in die Mission. Schauen wir uns das mal an. Das Set ist natürlich ein bisschen auf Power getrimmt, nicht, es ist halt nicht tanky. Ich werde jetzt zurückgeholt, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Ich habe natürlich die Granate von dem Dicken bekommen. Aber wie gesagt, ihr seht es ja selber. Das ist ungeschnittenes Material. Es ist halt nicht immer einfach mit Randoms. Das ist halt der Beweis. Weil du halt nicht immer weißt, wen du da bekommst als Gegner. In dem Fall sind es nicht die Gegner, sondern die Mitspieler. So, das haben wir jetzt. Ich mach das jetzt mal hier kaputt. Kann ich nämlich alles auffrischen. Jetzt haben wir auch Munition wieder mit. Und die farmen gerade rein zufällig auch Striker. Vielleicht finden wir eine Verbesserung. Schauen wir mal. Gucken wir mal. Ja, es war jetzt auch meine Schuld, dass ich da lag. Hab nicht aufgepasst auf den Dicken, dass er halt die Granate auf mich schmeißt. Ja, man muss halt immer, wie im Straßenverkehr, vorausschauend planen, wenn man mit Randoms arbeitet. Und das ist halt aber auch die Besonderheit, wenn man mit Randoms zusammenspielt. Ich finde das gar nicht mal so übel, wenn es halt so ein bisschen schwitziger wird. Der ein andere High-SC-Schieler will ja nicht mehr schwitzen. Aber ich sehe das immer als Herausforderung, neue Agents zum Beispiel zu helfen bzw. Unterstützung zu geben. Ne? Ja, kommt jetzt einer. Haben wir ihn. So. Ich will natürlich jetzt ein bisschen Muni sammeln. Deswegen schieße ich jetzt erstmal nur mit der Pistole. Pistole ist jetzt nicht so wichtig, dass sie Damage macht. Mir geht es nur darum, dass ich das Talent aktiv halte. So. Ich finde halt solche Videos
zu zeigen, wo man halt nicht alles reingeschnitten hat, best way to go, sondern halt, dass man halt auch sagt, okay, das ist jetzt doch ein bisschen anstrengender für Blackie gewesen und nicht so einfach. Aber ich glaube, das kommt auch authentischer rüber, wenn man ein neues Set zeigt, ne? Authentizität, das ist halt wichtig, auch bei mir. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich hier irgendwo was sammeln kann. Kann ich. Weil ich will die Drohne wieder aktivieren. Das ist jetzt natürlich schwieriges Unterfangen so für mein Setup, ne? Aber ich habe gesagt, das ist so. Machen wir das aus. Und übrigens, es ist häufiger tatsächlich so, dass man, wenn man mit Randoms läuft, dass sie die Direktiven anmachen, weil die wollen alle SHD fahren. Ganz schnell. Die wollen alle so schnell wie geht nach oben. Einerseits kann man es verstehen, aber andererseits, Leute, SHD fahren ist nicht so wichtig. Das ist, ich sag's auch bei mir im Livestream immer auf Twitch. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich Twitch-Streamer und kein YouTuber. Aber ab und zu muss ich auch hier YouTube-Videos machen, zum Beispiel, um euch die Sets vorzustellen. Da muss ich dir halt im Stream nicht mehr euch alles erzählen. Sag ich hier, guck dir das an. Weißt du Bescheid. Dann kann ich dir schon mal... Okay, den wollte ich auch geholfen haben, aber ging nicht, weil ich musste erstmal arbeiten. So, gucken. Seht ihr das? Das ist der Wahnsinn. Das macht richtig Laune mit der Waffe. Meine Striker macht eigentlich mit jeder Waffe Laune, aber ich stehe so eher auf Schnellschuss, ne? Schnellschuss. Das Wichtige bei Striker. Dann wird es halt noch schneller. M4. Genau mein Ding. Ihr könnt auch andere Waffen nehmen. Aber wie gesagt, man muss sich ja entscheiden für eine Waffe und ich habe mich für die M4 entschieden. Aber ihr könnt auch jede andere Waffe nehmen. Ist auch ein bisschen... kommt drauf an, was man für eine Lieblingswaffe hat, ne? Der eine andere würde jetzt sagen, FAMAS, Blackie, warum spielst du nicht FAMAS? Aber ich enjoy lieber die M4. Die liegt mir ein bisschen besser in der Hand. Der eine andere weiß es vielleicht nicht, aber ich spiele das Spiel mit Controller. Und da ist es natürlich auch noch ein bisschen das Waffenhandling wichtig, ne? Meiner Meinung nach. Und ihr seht ja, das rattert hier richtig durch. Okay. Der Junge ist komplett lost gewesen. Aber jetzt muss ich wieder ein bisschen auf Pistole, damit ich Munition ernte. Das nächste Set, da muss ich noch ein bisschen farmen gehen. Vom Striker-Set. Das wird auch sehr insane werden. Das weiß ich schon. Da wird nämlich Brust und der Rucksack anders sein. Aber wie gesagt, da bin ich noch nicht so weit. Aktuell streame ich ja nicht. Es sind Ferien in Nordrhein-Westfalen. Bis zum 10. Januar werde ich nicht streamen. Weil mein Sohn bei mir ist. Solange mein Sohn bei mir ist, gibt es keine Streams. Keine Livestreams. Deswegen habe ich jetzt auch genug Zeit für YouTube. Und habe mich auch so verabschiedet von der Community, dass sie halt genau wissen, dass ich jetzt eine etwas längere Zeit nicht da bin. Auf Twitch. Und hat man ja Gott sei Dank da ein bisschen die Alternativen. Man kann dann halt dementsprechend auf YouTube so seine Sets pflegen bzw. zeigen. Weil im Livestream wird immer gefragt, ey Blackie, was ist das für ein Set? Und das fehlte mir jetzt in letzter Zeit, dass ich dann halt nicht sagen konnte, ey, geh doch einfach auf meinen YouTube-Kanal, da kannst du es sehen. Weißt du, was ich meine? So, das ist halt das, was ich jetzt auch mache, so ein bisschen vorproduzieren für die Agents, die dann halt relativ neu im Geschehen sind, dass man halt sagen kann, ey, guck, ich hab das auch auf YouTube, du kannst das halt gerne dir mal anschauen und enjoyen. Und übrigens, das ist hier natürlich keine Maßgabe, ja, das ist einfach so, man kann auch diesen Weg nehmen. Das ist so,
Man hat auch nicht jeden Tag Pizza zu essen. So ähnlich kann man sich das auch in Division vorstellen. Ja. Nicht denn jetzt wieder? Ne, ich habe nicht so genug. Ich suche jetzt ein bisschen Muni. Aber das Set arbeitet gut, ne? Das seht ihr schon selber. Das sieht man auch. Bin ich relativ gut damit zurechtkommen, obwohl das Set noch nicht Max ist, ne? Muss man so sehen. Das Set ist noch nicht Max. Bleibt ein bisschen hinten, jetzt ein bisschen mit M4 Spaß haben. Stehen hier natürlich alle vor mir. Der ist schon mal lost. Ich bin nicht nach vorne gegangen, damit ich hier die Sachen aufnehmen kann. Automatisch, wenn du jetzt nach vorne gegangen wärst, hätte ich die ganzen Sachen aufgesammelt, dann hätte ich wieder nichts für meine Fertigkeiten. Aber es läuft relativ gut. Ne? Also auf die erste Unkonzentriertheit von mir, dass ich die Granate von dem Dicken getankt habe. Mit der Brust. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtiger agieren. Ich hab halt kein Unbreakable drauf. Ne? Aber die Drohne macht es platt. Easy. Easy cheesy peasy. Kommt ihr, Jungs? Weil alleine da vorne war. Das ist jetzt nicht reingeholt. Ich habe übrigens keinen Bonus auf die Pistole gemacht. Also diese 15% bei der Spezialisierung habt ihr ja gerade gesehen. Ist kein Bonus drauf. Aufpassen. Halt nur 700.000 Rüstung, das ist nicht viel. Aber aufhalten kann ich sie. Oh. Schieß mit der M4 jetzt nicht, weil ich habe nicht so viel Muni. Aber für die ist jetzt gereicht. Ne? Okay. Was haben wir da noch? Auch Lost. Noch welche? Easy. In der Luft kaputt gegangen. Sehr nice. Mit dem Kollegen los. Ist auch down. Er scheint jetzt auch down zu gehen. So, jetzt müssen wir tatsächlich Munition suchen. Okay. Weil für den nächsten Raum ist Muni wichtig. Oh, habe ich nicht. Ah, müssen wir wieder ein bisschen rumwirtschaften. Nicht so schlimm. Ja, ich kann euch nur raten, das Set auch mal so auszuprobieren. Das macht auf jeden Fall Laune. Für Techniker sowieso, die gerne auf Fertigkeiten, Stärke spielen. Wenn man dann noch eine Schnellschusswaffe hat, das ist schon insane. Es würde natürlich Kondensator, würde Sinn machen. Aber dann hätte ich halt die Scorpio nicht und ich möchte halt gerne mit der Scorpio spielen. Ihr könnt natürlich die Variante mit dem Kondensator spielen. Das macht auch Laune. Habe ich auch gemacht. Okay. Müssen wir ein bisschen Chaos verbreiten. Ah, da ist wieder der Dicke. Eigentlich auch
relativ gut gerade jetzt. Ich spiele blind gerade. Ich weiß nicht, ob in meiner Umgebung irgendetwas ist. Gefährlich. Nice. In Division haben aktuell sehr viele Agenten Schwierigkeiten mit Disconnects. Hoffentlich bin ich jetzt auch nicht davon betroffen. War hier irgendwo Muni? Es liegt keine Muni, doch da. Jetzt mit. Was haben wir jetzt für... Oh, können wir ein bisschen wirtschaften. Schön. Gucken, wo sie jetzt rauskommen. Gedrückt. Jetzt. Gehen alle darüber. Aber kein Problem. Macht richtig Laune mit dieser Waffe. Auch wenn ich über die Deckung schieße gerade. Ihr seht ja, was abgeht. Das ist schon insane. Das macht richtig Laune. Die Damage-Zahlen sehen auch relativ gut aus für dieses Bild. Okay. Alles kaputt. Gucken wir mal, ob wir auch irgendwelche sagen. Oh, der ist gut gekommen, aber ich brauche den ja nicht. Wir brauchen jetzt einfach nur Muni, ne? Für den Endfight. Jetzt kommt der Endfight. Hoppala. Bin ich hängen geblieben? Was ist los? Wie gesagt, also meine Videos sind komplett ungeschnitten, meine Lieben. Das wisst ihr. Ist authentischer, finde ich, und auch ehrlicher der Community gegenüber. Dass man halt nichts reinschneidet. Weil jetzt ist halt die Situation folgende, dass wir 4 Direktiven haben und ich es halt relativ schwer habe, mit dem Set vernünftig zu arbeiten. Aber es klappt, ne? Und wenn man mit Randoms arbeitet, so wie ich, also, oder auch alle anderen Agents, die werden ja auch natürlich nicht immer mit Freunden oder mit Clan arbeiten, ist es halt gang und gäbe, dass man in so eine Random-Gruppe reinkommt und die Direktiven sind an. Man muss halt damit klarkommen, ne? Das ist einfach. Ja. Das habe ich schon mal. Den ersten Part habe ich. Wichtig. Hier kann ich noch nichts machen. Wart ab. Kriegt er das hin? Ja, jetzt gleich kann ich erst arbeiten. Mit EMP geschockt. Jetzt geht die Luzi ab. Ah, die Schrotze, Bruder. Die Schrotze sind wirklich schlimm hier. Ne, Drohne bleibt noch hier. Okay, jetzt kann ich die Drohne schicken, oder? Ne, immer noch nicht. Ja, da unten ist noch EMP. Deswegen kann ich noch nicht die Drohne rüber schicken. Dann ist die kaputt. Wie gesagt, erschwerte Bedingungen, ne? Für alle Beteiligten. Aber keiner macht es irgendwie kaputt. Okay. Gehen sie doch runter. Das hinbekommen.
Nein, du kommst nicht. Geht so an. Was soll's. So, jetzt haben wir das auch endlich. Was? Aber nicht. Warten wir noch ein bisschen hier. Der Boss ist da, der Boss ist da. Hurra, hurra, der Boss ist da. Nice. Den habe ich kaputt geschossen, sein Gürtel. Gut. Bozen sind auf der Seite. Ja, das ist Alltag in Division, ne? Viele neue Agents. Aber das ist genau auch das, was mir Spaß macht. Den Jungs und Mädels zu helfen, die neu reingekommen sind. Ne? Oh, das war's. Relativ easy, unter erschwerten Bedingungen, ihr habt es gesehen. So eine regelrecht gute Feuertaufe für das Setup. Bis auf den Auftakt, da habe ich nicht aufgepasst, lag ich einmal, weil ich Granate gefacetankt habe. Aber im Großen und Ganzen, so muss es sein. Gutes Gefühl gehabt. Den Jungs wünsche ich ein GG. Und dann gehen wir hier raus. Endbesprechung vom Set. Dann haben wir es hinter uns. Also, nochmal kurz zum Set. Es ist natürlich ein Spaß-Set. Ja, ein Set, was man nicht immer und täglich benutzt. Aber es ist halt ein Setup, was durchaus würdig ist, in Division gespielt zu werden. Und ihr wisst ja, ich spiele generell immer Sets, was nicht jeder spielt, beziehungsweise nicht von der Stange ist. Die Besonderheit von diesem Set ist einfach, dass es halt relativ schwer zu farmen ist. Wenn man natürlich mit Freunden unterwegs ist und sagt, ey Jungs und Mädels, wenn wir Striker farmen, dann bitte, wer gelb gedroppt bekommt, bitte einfach mitnehmen. Ich gucke es mir dann halt an. Und so ist dieses Set übrigens auch entstanden. Mein Clan hat mir geholfen tatsächlich. Danke schon an der Stelle noch einmal an meinen Clan. Die Jungs haben mir geholfen. 2 Set-Sachen, glaube ich, haben die mir gedroppt. Und das ging dann relativ schnell. Ich glaube, innerhalb von 1,5, 2 Stunden war das Set so, wie es jetzt ist, gefarmt gewesen. Aber wenn man alleine ist und keinen Support hat, dann zieht sich das schon, weil es droppt halt nicht. Es droppt halt nicht so, wie es droppen sollte. Ja. So, ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Set hält. Ist klar, dass es ein Fun-Set ist. Es ist auch klar, dass man das nicht alltäglich spielt. Bitte tut mir den Gefallen, hatet nicht, weil es hat keinen Sinn, hier rumzuhaten. Einfach die Scheuklappen aufmachen, open your mind, sage ich auch hier gerne mal bei mir im Stream. Und ja, kommt auch gerne mal bei mir im Stream rein auf Twitch. Wie gesagt, ab dem 10.01. bin ich wieder on the line. Ja, dann geht es wieder los, alltägliche Geschäft. Und ich werde aber nicht mehr lange in Division unterwegs sein, weil wieder was anderes, neues Projekt auf mich zukommt. Lasst euch überraschen. Im Januar haben wir wieder ein neues Projekt und dann geht es dann mit einem anderen Game wieder von vorne los. Und dann in dem Sinne sage ich euch herzlichen Dank. Seid mir wohlgesonnen und wie gesagt, auf Twitch fast jeden Tag da, bis auf jetzt. Jetzt bin ich halt in den Ferien mit meinem Sohn. Und deswegen gibt es jetzt erstmal nur die Videos. Bis dahin, ich wünsche euch viel Gesundheit und vor allen Dingen viel Spielspaß, Zungenbrecher und guten Loot, meine Lieben. Haut's rein. Ciao, ciao.